Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zum Let's Play von Xenoblade Chronicles 3, Dinsel. Ich hoffe, ihr ignoriert nicht einfach die Nachschubabwürfe. Egal für wen die eigentlich bestimmt sind, wer sie als erstes aufsammelt, dem gehört sie. Wir können da nicht zimperlich sein. Die anderen da draußen sind aber genauso wenig zimperlich, also stellt euch darauf ein, dass es noch andere Interessenten gibt. Na egal. Weiter geht's. You lot sleep all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My iris is clocked. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, stuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnes. And the commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Feronis' knee joints blew clean out. Well, most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger? Pride? Desire? Joy, maybe? It's a little hard to put it to words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. a purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along.
Sollen ihr folgen? Einfach folgen. Machen, aber einerseits, ja, ich kann sie verstehen. Sie hat ihre komplette Ehre verloren, dadurch, dass sie halt in dem Augenblick Herz gezeigt hat. Wobei man muss sagen, eigentlich war das ehrenhaft, was sie gemacht hat. Aber schlussendlich, ja, hat das halt für alle, sag ich jetzt mal, zum Untergang geführt, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und jetzt, ja, naja. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then, the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why's that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyan, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months. But But there's more? even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris, Mom? our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries. Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Was ist wohl mit der City gemeint? Oh mein Gott, ey. Naja. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah? Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it till last year. Yes, he died, fighting against Colony Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong. We're actually from Colony Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target.
Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well, then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time. Not much difference. Just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends. Even if we're misunderstood. Huh? On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Okay, was kommt als nächstes? Der Weg nach Süden ist durch einen Erdrutsch versperrt. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Weg wieder frei ist. Dann bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier zu warten? Hört mal bitte kurz zu. Was kommt jetzt, eine Ansprache? Ich habe nachgedacht. Ich denke, wir sollten sie unterstützen. Meinst Kolonie Vieh? Ich hoffe, du fühlst dich nicht verantwortlich für ihre Misere. Darum geht es nicht, Taeyeon. Ich sehe einfach, dass sie Hilfe brauchen. Sollte es doch selbstverständlich sein, dass wir unser Möglichstes tun, verantwortlich oder nicht. Obwohl sie noch vor kurzem gegen uns gekämpft haben? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt das Richtige wäre. Mimi! Na gut, dann reden wir nicht lange, sondern sehen zu, was wir tun können. Ja, immerhin hat Ethel uns damals gerettet, von daher schulden wir ihr noch was. Ihr habt recht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, uns bei ihr zu revanchieren. Wenn wir dadurch ihr Vertrauen gewinnen, ist es gut angelegte Zeit. Ich bin auch für das, was Mimi gesagt hat. Ich danke euch. Was können wir jetzt konkret tun? Wie wär's, wenn du mal selbst dein Hirn anstrengst, anstatt immer darauf zu warten, dass dir irgendwer die Antwort gibt? Tja, ich bin leider nicht so helle. Tut mir leid, Mr. Oberschlau. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Uns umhören und so. Stimmt, bevor wir kopflos irgendetwas anfangen, sollten wir herausfinden, was überhaupt sinnvoll wäre. Dann gehen wir mal in der Kolonie herum und fragen die Leute, wo der Schuh drückt. Hast du noch Zweifel? Nein, das ist es nicht. Ich denke mir nur, naja, wir sind schließlich... Du machst dir Sorgen, weil ihr zu Agnus gehört? Also, das ist mittlerweile doch wirklich egal. Und wenn deswegen tatsächlich irgendwer stunk macht, werde ich dem was flüstern. Oder Lance führt dem mal seine Muskeln vor. Dann kippen die von alleine aus den Latschen. So ein Verhalten wäre in diplomatischer Hinsicht nicht gerade vorteilhaft. Keine Angst, wir werden uns benehmen. Gut, wir ziehen also los und hören uns überall in der Kolonie um. Einverstanden? Also, wir müssen uns jetzt hier umhören. An verschiedenen Orten in Ionis wirst du das Symbol Ausrufe Informationen entdecken. In der Nähe davon kannst du wichtige Informationen erhalten, also sieh dich ruhig dort um. Ah, da, okay. Unter den Soldaten hier gibt es nicht wenige, die eure sofortigen Rauswurf aus der Kolonie fordern. Aber sie meinen, das ist nicht böse. Es ist nur Verwirrung oder Angst, die sie dazu treibt. Ihr könntet mal versuchen, mit den Leuten zu sprechen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. So gewinnt man Herzen. Ich bin sicher, dann werden sie bald einsehen, dass sie euch komplett falsch eingeschätzt haben. Danke, wir werden darüber nachdenken.
Der Weg zur Ripi-Ebene ist von einem Erdrutsch blockiert, den unsere Feronis im Vorbeifahren ausgelöst hat. Wir haben eine Levelness-Einheit hingeschickt, um den Weg wieder freizumachen. Sobald es geschehen ist, sagen wir euch Bescheid. Danke, das wäre sehr nett. Also erstmal hier trotz alledem mit allen reden, wo wir können. In der Kantine seid ihr jederzeit willkommen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr irgendwer vor Hunger leidet. Danke. Es schmeckt auch wirklich gut bei dir. Man tut, was man kann. Und falls wir genug Vorräte haben, gebe ich euch auch nochmal was aus. Ich glaube, jetzt habe ich alle abgesucht. Okay. Probleme in Kolonie 4. 1 von 2. Hier gibt es zu viele Monster. Ach, hier müssen wir einfach so zuhören. Oh, ihr müsst diese Gruppe sein, von der Ethel erzählt hat. Yep. Ich wünschte, wir könnten euch mit mehr Gastfreundschaft empfangen, aber leider haben wir gerade alle Hände voll zu tun. Uns fehlen nicht nur Helfer, auch die medizinischen Vorräte gehen zur Neige und die Zahl der Patienten nimmt stetig zu. Seit wir auf Erdrang abgestürzt sind, wird die Lage immer schlimmer. Hier gibt es also nicht genug Medizin oder so? Sieht ganz danach aus. Wir sollten uns also beeilen. Danke für den Hinweis, Alessandra. Wenn du unterwegs bist, kannst du Leute bei ihren Gesprächen zuhören und so Informationen sammeln, die dann mit der Gruppe am Rastpunkt besprochen werden. Nachdem du Informationen erhalten hast, kannst du diese an einem Rastpunkt mit deinen Gefährten besprechen. Manchmal wird dadurch eine Mission gestartet. Über die Option besprechen kannst du mit der Gruppe allerlei gesammelte Informationen besprechen. Besprich jetzt mit der Gruppe die Probleme in Kolonie 4. Okay. Dann lasst uns mal besprechen, was wir so herausgefunden haben. Also, gefährliche Monster in der Umgebung, Problem bei der Errichtung der Basis, die Zeit drängt und es gibt immer mehr Verletzte. Die Sanitäter scheinen unter unglaublichem Druck zu stehen. Wir können die Leute nicht richtig behandeln und gleichzeitig gibt es immer mehr Patienten. Es fehlt nicht nur an Personal, sondern vor allem auch an Material. Sowas wie Medizin und Bandagen. Herstellung von... da ist ein Fenster drüber. Derlei Hilfsmittel ist ohne eine spezialisierte Fabrik sehr schwierig. Tja, und hier in der Wildnis ist so eine Spezialfabrik wohl kaum anzutreiben, Exakt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihnen gänzlich das Material ausgeht. Verdammter Mist. Gibt es denn nichts, was wir tun können? Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Wartet mal, vielleicht... Das macht's nicht spannend. Wenn du eine Idee hast, dann spuck's aus. Eventuell könnte man... Aber... Verrätst du uns, worüber du nachdenkst, Taion? Gib's zu, du hast schon einen Plan. Ja, ich muss allerdings vorausschicken, dass die Erfolgschancen begrenzt sind. Wen juckt's? Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann versuchen wir es einfach. Nun gut, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Brechen wir auf. Wie jetzt sofort? Sagst du uns wenigstens, wohin die Reise geht? Zur Minia von Galgur. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig. Rechtzeitig, bis was passiert. Jetzt ist keine Zeit für Erklärung. Alles weitere erfahrt ihr vor Ort. Er hat recht, Euni. Machen wir einfach, was Taion vorschlägt. Okay. Mut und Dankbarkeit angenommen. Hey, Juli! Got a second? What's up, Balearis? It's the commander. What's the commander? Well, I haven't seen her for ages. Do you know where she is? I don't think we've seen her. Are you sure? You haven't seen her at all? Think very carefully. She wouldn't hesitate to die for the colony if it came down to it. She's so strong that she'll bear any burden alone, however heavy.
Look, if anything would have happened to her, then Colony 4, then we'd be... Okay. Calm down. Sorry. Got carried away. Yeah, don't worry about it. Look, if you see her, just tell me, okay? Sorry to have kept you. Yeah. Auch mal interessant, dass einmal die Dialoge vorhanden waren. Kolonie 4 herrscht Medizinknappheit und scheint eine Lösung zu haben. Wie dir Probleme in Kolonie 4 gezeigt hat, wird nach der Infobesprechung mitunter eine Mission gestartet. Wenn eine Mission aktiv ist, wird oben auf dem Bildschirm das nächste Ziel mit einem Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Drücke Y, um die aktuelle Aufgabe zu sehen. Eine neue Mission wird automatisch aktiv, wenn du keine aktive Mission hast, sonst aktiviere sie mit Y. Ändern der Missionsaktivierung Option Spieleinstellung. Im Hauptmenü der Mission kannst du eine Mission aus der Liste wählen und Y drücken und die aktive Mission ändern. Okay, dann mal langsam oder schnell nach vorne preschen. Den Container hatte ich gar nicht gesehen. Oh, hier sind viel zu viele große. Eieiei, da ist auch noch ein 16er. Ernsthaft? Wieso greifst du uns denn an? Dann machen wir es jetzt schnell. Komm. So, ein bisschen ausweichen. Das ist da, wo wir schon mal waren. Let's go someplace else. Let's go someplace else. Let's go someplace else. Kommen wir hier irgendwie runter? Ich glaube, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Versuche ich es dann hier runter. Lion hat überlebt. Okay, dann würde ich sagen, überlebe ich das auch. Reicht doch. Wir müssen scheinbar da hoch. Kämpfen da schon wieder zusammen. Den habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Muss ich auch nicht machen. Finde ich gut. So. Ich verwandle mich einfach gleich. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Und beenden. And I was the MVP. You were all thinking it. So, hier schön hoch. Ethel? Oh, it's you.
What are you doing here? That's what I was. Wait, look over there! Die Schlösser beider Fraktionen werfen regelmäßig Container ab, die wertvollen Items erhalten. Halt auch schon nach dem roten Rauch, der von ihrer Landestelle aufsteigt. Wenn der gesteuerte Charakter einen solchen Nachschublieferung in seinem Umfeld bemerkt, kannst du ZR gedrückt halten, um zu überprüfen, wo genau sie landet. Huh. Was that a supply drop? Yes, sent from Agnes. How can you tell? We got word that an advanced troop from Agnes had been seen in the area. And if they're in the middle of enemy territory, it has to be due to some kind of operation. The supply drop must be timed for the arrival of a main force. Funnily enough, it's that supply drop we're after. Did you know about the Agnian troops, Tyon? I've known about the presence of Agnian forces in this region for a while. I could never verify that supplies were being dropped, but I won't say I didn't suspect. Oh yeah? Well, looks like you can verify it now. From the way that you're talking, it sounds as though you're after supplies too. Well, medical supplies specifically. We thought Colony 4 might need them. I see. Then it looks as though we happen to have the same goal. Really? Boliaris was looking for you. You didn't actually come alone, did you? I actually did. Your understanding of the situation is correct. And I can't risk any more casualties. So you thought you'd go and take care of this yourself, huh? In that case, I said I couldn't afford any more casualties, and that includes you. I appreciate that you're willing, but Colony 4 is my responsibility. We want to work with you, Ethel. Be that as it may. we've already made our minds up. That's why we're here. You might end up having to cross swords with people from your own country. Talking about avoiding casualties, you know that includes you too, Ethel, don't you? Huh. I yield. I can't very well refuse you now. Don't worry, Ethel. We're not who we used to be. Yeah, we won't drag you down. Then if we're agreed, let's hurry and pick up those supplies. Apologies. And thank you all. Ethel hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Sogenannte Helden sind spezielle Charaktere, die sich der Gruppe anschließen und an deiner Seite kämpfen können. Manche tun dies allerdings nur vorübergehend. Head for the smoke rising from the container. That's our drop point. Roger, Dodger. Let's go pick it up before someone else does. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze insgesamt in der nächsten Folge an. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch Ethel mit dabei. Jetzt sind wir also 7 statt 6 und da oben hin. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin Tro. Haut rein. Tschüss. Tschüss.